glaube, das gibt uns aber das Selbstbewusstsein jetzt auch für die anstehenden Aufgaben, wie Karim und Julian wirklich diese 2-gegen-2-Situation dann ausgespielt haben. Also das schafft es in jedes Lehrbuch. Ja, körperlich dagegenhalten wird ganz entscheidend für das Spiel sein. Wie bewertest du dieses Spiel im Allgemeinen? Ja, die erste Halbzeit war schon zäh. Wir haben extrem langsam gespielt, sind nicht gut ins letzte Drittel gekommen, haben kaum Torchancen gehabt und hatten selber schon auch die eine oder andere knifflige Situation, die wir überstehen mussten. Und ja, Nico scheint dann in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden zu haben. Ganz anders dann aus der Kabine rausgekommen, wirklich mutig offensiv gespielt, auf unsere Torchancen, ganz gut im Gegenpressing gewesen. So ist auch Entstehung des ersten Tors ist dann auch so gekommen und freut mich auch, dass wir 2 Tore nach schönen Flanken dann geschossen bzw. geköpft haben, weil das war eigentlich auch eher eine Schwäche in dieser Saison. Das war schön zu sehen, auch das dritte Tor von Karim, also wie Karim und Julian wirklich diese 2-gegen-2-Situation dann ausgespielt haben. Also das schafft es in jedes Lehrbuch und da haben wir einfach wirklich Spielfreude, Spielwitz gezeigt und du siehst einfach, und genauso hätte es auch gegen Stuttgart sein können, wenn wir da ein Tor geschossen hätten, dass dann so ein Stück weit so eine Handbremse gelöst wird und dann und einfach dieses Selbstverständnis und auch das Selbstbewusstsein dann wiederkommen und bei der Qualität, die wir einfach haben, ist es dann zwangsläufig auch, dass du dann 3 Tore schießt. Und es ist natürlich auch schön, dass wir mal wieder keins gegen uns bekommen haben. Das stimmt. Was bedeutet dieses Ergebnis fürs Rückspiel? Ja, das Ergebnis ist erstmal richtig gut, jetzt natürlich fürs Rückspiel, wenn du auswärts 3-0 gewinnst und jetzt dann auch mit unseren Zuschauern im Rücken, die natürlich jetzt auch wieder, so wie letztes Jahr, eine coole Champions-League-Saison haben wollen. Also da bin ich extrem zuversichtlich, dass wir dann auch weiterkommen. Aber wir müssen natürlich auch gewarnt sein. Ne? Es darf da nichts mehr passieren, nicht schnell ein Gegentor. Also das ist jetzt erst die erste Halbzeit, die wir von 2 Spielen gespielt haben. Aber so wie ich die Mannschaft, so wie ich den Trainer wahrgenommen habe, ist das auch allen bewusst. Daniel Svensson, der hat sein Startelfdebüt für Borussia Dortmund gegeben. Wie hat dir seine Leistung gefallen? Ja, Daniel Svensson hat das richtig ordentlich gemacht. Also Startelfdebüt für Borussia Dortmund in der Champions League. Also das wirkte schon relativ abgeklärt, obwohl er ist jetzt auch kein 17-jähriges Talent mehr, sondern er hat, glaube ich, inzwischen schon fast 160 Pflichtspiele auf dem Buckel und das hat man eben auch gemerkt. Er ist ja auch unheimlich fit, hat das taktisch klug gemacht, sich immer wieder dann ins Mittelfeld auch ziehen lassen, viele Ballkontakte gehabt, kein Zweikampf gescheut. Das 1:0 auch mit seinem Gegenpressing, das ja auch ein bisschen provoziert, das Tor. Also richtig gute Leistung von ihm. Ich habe nach dem Spiel mit ihm gesprochen, habe ihn gefragt, ob er vielleicht ein bisschen nervös war vor dem Spiel. Er meinte so, ja, aber wie du es auch gesagt hast, nach und nach immer besser reingefunden. Gehst du da auch vielleicht nochmal auf so einen jungen Spieler zu vor so einem Spiel oder lässt du den dann ganz in Ruhe? Ja, er wirkte schon relativ abgeklärt. Von Nervosität habe ich da eigentlich nichts gespürt. Ich glaube, das ist auch nicht seine Art. Ganz wichtig waren, glaube ich, auch so unsere Führungsspieler, auch im Zentrum mit Sabitzer, mit Julian Brandt, mit Pascal Groß, dass sie wirklich da vorangegangen sind, ihn an die Seite genommen haben. Das ist eben auch extrem wichtig, dass so junge Spieler sich dann auch so ein bisschen daran anlehnen können. Und da brauchte er jetzt nicht groß Zuspruch. Ich habe ihn gefragt, alles in Ordnung, freust du dich aufs Spiel? Und na klar hat er sich gefreut. Und ist natürlich dann schön, nicht nur, dass er gespielt hat, sondern dass er dann auch mit dem Sieg aus diesem Spiel herausgegangen ist. Auch mit Julian Brandt habe ich nach dem Spiel gesprochen. Der hofft, dass dieser Sieg auch so eine gewisse Leichtigkeit auch wieder zurückbringt, ein gewisses Selbstverständnis. Du hast bei den Journalisten von der berühmten Handbremse gesprochen, die vielleicht gelöst wurde. Inwiefern kann dieser Sieg genau das auch bewirken? Ja, wir haben natürlich in diesem Jahr schon gesehen, dass das alles noch einigermaßen fragil
fragil ist. Gegen Stuttgart hätte das Spiel ähnlich laufen können, wenn du in der Phase, wo du wirklich ordentlich spielst, dann auch ein Tor schießt und dann das Selbstbewusstsein, Selbstverständnis wieder zurückkommt. Und wir haben es auch jetzt wieder gesehen, dann auf einmal war die Leichtigkeit dann wieder da. Aber im Zweifel müssen wir uns in jedem Spiel wieder erarbeiten, weil wir hatten diese Saison schon das ein oder andere Highlight, was wir dann leider nicht in den nächsten Spielen dann so bestätigen konnten. Ja. Und ich glaube, das gibt uns aber das Selbstbewusstsein jetzt auch für die anstehenden Aufgaben. Und ich glaube, es wird dann peu à peu wird's dann immer mehr werden, auch dass wir diese Tugenden eben nicht nur, sag ich mal, Kampf und Malocha-Mentalität, das sind wir. Ja, und so schwierig die Situation gerade ist es natürlich auch eine Chance, sich da gemeinsam herauszuziehen, gemeinsam aufzustehen. Deshalb sind auch so kleine Sachen, die mir dann auch auffallen in so einem Spiel. Ja, wie man sich gegenseitig gefeiert hat, wenn man defensiv Zweikampf gewonnen hat, wie die Mannschaft nach den Toren auch mit den Spielern gefeiert, die auf der Bank saßen. Das sind eigentlich schon immer ganz gute Indikatoren, dass da gerade was zusammenwächst. Niko Kovac ist jetzt seit über einer Woche im Amt auf der Trainerbank. Wie hast du ihn in seinen ersten Tagen als Trainer von Borussia Dortmund erlebt, wahrgenommen? Ja, mit Nico haben wir das bekommen, was wir erwartet haben. Ja? Und er ist sehr unaufgeregt, er ist sehr, sehr klar, sehr ruhig. Es ist eben auch geprägt von seinen Erfahrungen, die er schon gemacht hat als Spieler, aber auch als Trainer sehr, sehr erfolgreich gewesen. Also er muss keinen Aktionismus haben und findet ja dann auch während des Spiels beziehungsweise in der Halbzeit dann die richtigen Worte. Wir sind auch gegen Stuttgart sehr gut außer Halbzeit gekommen, jetzt gegen Lissabon wieder, macht klare Ansprachen, hat klare Vorstellungen und ich glaube, das kommt bei der Mannschaft richtig gut an, die einfach auch diese Offenheit haben, dass Nico auch ein Stück weit in die Beine kommt, ins Herz kommt, in den Kopf kommt, das ist extrem wichtig. Ja, und da sind jetzt die ersten Tage schon, das nehmen wir alle als extrem positiv wahr. Was kann so ein erfahrener Trainer der Mannschaft vielleicht zusätzlich auch noch geben? Ganz wichtig ist, dass er jetzt nicht irgendetwas macht, irgendeinen Aktionismus, um vielleicht irgendwas in der Mannschaft zu provozieren, sondern er ist einfach sehr klar und es gibt ja auch immer so Vorurteile, dass es ihm sehr wichtig ist, defensive Stabilität. Natürlich ist ihm das wichtig und da arbeiten wir auch dran, dass wirklich alle 11 Mann beteiligt sind, bitte unser Tor zu verteidigen. Und es ist auch schön, dass das geklappt hat, dass wir jetzt kein Gegentor bekommen haben, aber er investiert auch viel Zeit in unsere Offensivaktionen. Wir sind einfach eine Mannschaft, die auch viel den Ball haben wird, auch in den nächsten Spielen. Und da müsst du Lösungen finden als Mannschaft, aber auch wir müssen auch jeden Spieler dann in die Situation bringen, wo er seine individuellen Qualitäten ausspielen kann. Und da liegt da auch einen sehr, sehr großen Fokus drauf. Und ich bin froh, dass wir das jetzt teilweise auch gegen Stuttgart schon gesehen haben. Und natürlich insbesondere jetzt in der zweiten Halbzeit ganz deutlich gegen Lissabon. Wie wichtig war es auch für ihn, jetzt nach Stuttgart schnell auch so ein positives Ergebnis und vor allem auch so eine sehr gute Leistung dann auch, ich sage jetzt mal, geholt zu haben? Es ist immer wichtig, wenn ein neuer Trainer kommt, dass du dann möglichst schnell auch Erfolgserlebnisse hast, damit einfach auch das Zutrauen, das Vertrauen der Mannschaft, des ganzen Staffs einfach in den Trainer da ist, dass die Maßnahmen, die er gerade einleitet, dass die auch was bewirken. Klare Vorstellungen auch. Wir haben viele Spiele, auch was Regeneration angeht. Spieler sind dann auch ganz schnell wieder auf ihren Fahrrädern und radeln aus, einfach als Vorbereitung auf das nächste Spiel. Nach der Champions League ist vor der Bundesliga. Am Samstag geht es nach Bochum. Bevor wir über das Spiel sprechen, wie schätzt du die Gesamtsituation da ein? Ja, der Tabellenplatz 11 ist immer noch miserabel, fühlt sich immer noch nicht gut an. Wir müssen jetzt, klar, wenn wir über Platz 4 mit der direkten Champions League-Qualifikation nachdenken, noch 7 Mannschaften überholen. Das wird noch eine harte Aufgabe. An 4. Stelle ist aktuell Leipzig. Gegen die spielen wir dann irgendwann im März und vorher haben wir noch Spiele jetzt gegen Bochum, Pauli, Union Berlin und Augsburg. Und das sind Spiele, da müssen wir die Voraussetzungen schaffen, dass, wenn es gegen Leipzig geht, dass wir dann da sind, ja, und dass wir dann selbstbewusst
in das Spiel reingehen können. Aber das werden auch mit den englischen Wochen, mit der Champions League, das wird nicht einfach. Deshalb ist der Willen der Mannschaft extrem wichtig, diese Leistung, die sie gestern gezeigt haben, auch in den nächsten Wochen zu zeigen. Siege müssen her, das ist klar. Am Samstag geht's nach Bochum. Da hat man sich in den letzten Jahren immer sehr schwer getan. Was für ein Spiel erwartest du da? Ja, ich habe immer relativ ungern in Bochum gespielt, weil wenn die dann auch mal in so einen gewissen Flow kommen, dann kann das wirklich ein Hexenkessel werden, kleines, enges Stadion, wirklich im ganzen Stadion nur Fans und nicht irgendwie neutrale Zuschauer, die sich das Spiel ein bisschen anschauen. Das wird schon wieder ein harter Kampf werden, weil Bochum, die wollen da unten raus, die definieren sich über Zweikämpfe und das werden wir annehmen müssen. Ja? Und da müssen wir eigentlich auch von der ersten Minute klar machen, okay, hier gibt's nichts zu holen. Wir haben auch in Lissabon das Publikum relativ ruhig halten können mit unserer Art und Weise zu spielen. Und ähnliche Herangehensweise wird es dann auch gegen Bochum sein. Niko Kovac hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, neben vielen Dingen, die ihm gut gefallen haben, war es vor allem auch das körperliche Dagegenhalten gegen Sporting. Ist das auch ein Faktor am Samstag in Bochum? Ja, körperlich dagegenhalten wird ganz entscheidend für das Spiel sein. Bochum wird über Zweikämpfe kommen, die werden über Kampf kommen, die werden uns nicht schenken, die wollen da unten raus. Das ist Abstiegskampf pur. Und wir haben jetzt gegen Lissabon da wirklich dagegen gehalten, haben keinen Zweikampf gescheut und haben uns auch gegenseitig geholfen. Also wenn mal einer einen Zweikampf verloren hat, war direkt der nächste da. Das müssen wir jetzt gegen Bochum auch zeigen und dann glaube ich schon, dass wir auch die spielerischen, technischen, individuellen Möglichkeiten, dass die einfach bei uns größer sind. Und wenn die dann noch obendrauf kommen, dann bin ich einigermaßen zuversichtlich, dass wir das Spiel gewinnen werden.